Servus da draußen. Ich möchte heute mal der Frage nachgehen, ob es eigentlich immer die neuesten und vor allem die besten Figuren sein müssen. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund ums Thema Tabletop. Falls du dazu mehr sehen möchtest und nichts mehr verpassen willst, dann würde es mich sehr freuen, wenn du den YouTube-Kanal abonnierst, falls du es noch nicht gemacht hast, und gerne auch die Glocke läuten, um immer informiert zu sein, wenn das nächste Video kommt. Und damit willkommen zurück hier im Video. Ja, wieso dieses Video heute? Ganz einfach, ich habe mir jetzt schon eine ganze Weile die Frage gestellt, müssen es eigentlich immer die neuesten Figuren sein, beziehungsweise immer die Top-Figuren, die besten, die schönsten, die größten? Vor allem nach dem, was man hier in der Vergangenheit beziehungsweise in letzter Zeit von anderen Herstellern oder von diversen Herstellern eben gewohnt ist. Und da ich mir jetzt aber in der letzten Zeit beziehungsweise im letzten Jahr ein paar Sachen hier von Kings of War gekauft habe, ist bei mir diese Frage eben aufgetaucht. Muss ich mir eigentlich immer die neuesten Figuren kaufen oder nicht? Oder was bewegt mich eigentlich dazu, eine Figur überhaupt oder eine Box zu kaufen? Denn wenn man uns hier das jetzt anschaut, das soll auch so ein bisschen ein, ich sage mal, Unboxing werden. Ich habe hier in die Boxen noch nicht reingeschaut. Aber hier jetzt zum Beispiel als Vergleich. Man ist es gewohnt von anderen Herstellern. Man hat hier auf der Hinterseite meistens super tollen Flufftext und schöne Aufmachung und alles. Wenn man sich das hier jetzt so anschaut, ja, die Box, das sieht ja toll aus. Auch die Figuren sind abgebildet, alles recht lässig. Aber schon beim Angreifen, man merkt, okay, das ist dünner, das gibt hier nach, ist nicht so stabil wie von anderen Herstellern die Verpackungen. Auch auf der Rückseite, man hat hier diesen schlichten Hintergrund, auch wieder die Figuren abgebildet und das war's eigentlich. Man weiß hier, was drinnen ist, 3 Boxen, kein Fluffteil, nichts großartig, schlicht und einfach. Ist eigentlich doch irgendwie ein bisschen ungewohnt. Dasselbe auch hier. Hier auf der Hinterseite nochmal die Kavalleriefiguren und das war's eigentlich. Auch wieder kein Fluffteil. Und ja, reicht das eigentlich nicht schon aus? Beziehungsweise wieso sollte man die Figuren eigentlich dann kaufen? Das ist so etwas, was bei mir so aufgekommen ist in der letzten Zeit. Und während ich jetzt die Box mal aufmache, möchte ich auch dazu sprechen, ein bisschen was dazu sagen. Okay, hier zum Beispiel sieht man auch schon, die Box, wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist extrem dünn, nicht so schön aufgemacht. Auch hier, da ist man doch auch anderes gewohnt. Hier die Basen zu den Figuren noch drinnen und dann alles schlicht und einfach nur in so ein Plastik eingewickelt und dann noch Plastiksäcke, wo das alles drinnen ist und das war's. Ich glaube, da ist man doch anderes gewohnt, wenn man das eben so vergleicht mit den ganzen Gussrahmen, die man heutzutage so kennt und hat. Aber, und das bringt mich jetzt zum Punkt, wieso ich der Meinung bin, man sollte sich die Sachen kaufen. Erstens mal, wenn man sich die Figuren anschaut, meiner Meinung nach ist der Guss extrem toll, mir gefallen. Also ich habe die Figuren, wie gesagt, vorhin noch nicht ausgepackt gehabt. Man hat hier keine super tollen Mega-Kits mit 40.000 verschiedenen Einzelteilen, sondern die Figuren sind erstens einmal schön gegossen, wenn man sich das so anschaut. Ob einem die Figuren selbst jetzt da gefallen, sei mal dahingestellt. Hier jetzt das Bild noch einmal. Muss ganz ehrlich auch zugeben, habe es mir auch zweimal überlegt, ob ich sie mir wirklich kaufe oder nicht eine Alternativfigurenreihe nehme für diese Frostfang-Kavallerie, aber ich habe mich dann doch dazu entschieden. Und wenn ich mir so die Qualität anschaue, muss ich auch sagen, ja, war eine gute Entscheidung. Und auch hier, wie ich schon vorhin sagte, man hat hier nur wenige Teile. Man hat nicht so viele Multi-Kits und auch hier ein paar Köpfe, okay. Schauen wir mal. 3 Köpfe,
Okay, da hat man auch nicht sonderlich viel Auswahlmöglichkeiten. Was sind hier noch? Nein, man hat hier sogar in jeder die Dinge drin. Das heißt, man hat hier durchaus auch ein bisschen Auswahlmöglichkeiten. Man sagt, okay, man hat hier, okay, das ist der Reiter. Dann hat man hier noch den Kopf. Okay, also es sind wirklich nur sehr wenige Einzelteile. Das heißt, das ist alles sehr schnell zusammengeklebt. Und das finde ich auch schon mal eine ganz gute Angelegenheit. Weil nicht immer nur Multipart-Kits mit weiß Gott wie vielen Einzelteilen, sondern hier ein paar Teile, die sind schnell zusammengeklebt. Und ich denke auch für so etwas wie Kings of War ganz so etwas Anständiges, um schnell die viele Figuren auf die Spielplatte zu bekommen. Natürlich, das ist natürlich auch ein bisschen komisch, wie das alles verpackt ist, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Auch so viel Plastik, alles gefällt mir auch nicht wirklich, aber ja, okay, das ist ein anderer Punkt. Zumindest, ich finde schon, dass man sich die Figuren zulegen sollte. Also wir haben hier diese jetzt schon mal gesehen, von der Qualität her eigentlich ganz gut. Aber wieso sollte man sie jetzt eigentlich kaufen? Meiner Meinung nach ist es einfach wichtig, den Hersteller zu unterstützen, weil es bringt uns nichts, wenn jetzt jeder hergeht und sagt, oh, diese Frostfang-Kavallerie kaufe ich nicht, weil mir die Figuren jetzt dann nicht gefallen, und zwar überhaupt nicht, also nicht wirklich gefallen. Ich nehme da Alternativhersteller, auch wenn die vielleicht doppelt so teuer sind. Aber davon hat dann zum Beispiel in diesem Fall hier Mantic Games nichts. Da bin ich dann mittlerweile so, dass ich sage, okay, dann kaufe ich mir doch lieber hier die Figuren von Mantic. Und dann hat die Firma auch was davon und ich habe was davon, weil dadurch die Möglichkeit wieder da ist, dass Mantic mehr Sachen rausbringt. Und auch hier das Gleiche. Und da muss ich natürlich sagen, das sind jetzt neuere Bausätze von der Northern Alliance, die jetzt in der 3. Edition erst neu erschienen sind. Aber auch hier wieder. Man hat natürlich diese ganzen Bases und ja, das muss einem gefallen, okay, aber die brauchen die meisten Leute zum Beispiel hier bei Kings of War sowieso nicht, weil dafür andere Multibasen und so teilweise verwendet wird. Und auch hier ist zwar nett, diese ganzen Spielkarten für Vanguard, aber das spiele ich zum Beispiel überhaupt nicht, daher für mich nicht relevant. Ich habe mir diese Figuren auch gekauft, also diese Box aufgrund der Figuren. Ich habe auch gesagt, okay, bevor ich mir jetzt irgendwelche Alternativhersteller hier dann schnappe, weg mal kurz damit, hier, und jetzt irgendwelche anderen Figuren dann verwende als Proxy für die Kings of War, also für meine Northern Alliance, nehme ich doch lieber diese Box hier, auch wenn ich eben nicht alle 3 Modelle vielleicht sofort brauche und auch wenn ich nicht diese Spielkarten brauche, die hier dabei sind, weil ich eben Vanguard nicht spiele, so macht es doch Sinn, sich die Figuren alleine deswegen zu kaufen, um dann eben Mantic dabei wieder zu unterstützen. Und das betrifft jetzt nicht nur Mantic, also das hier ist jetzt nur ein Beispiel, das betrifft auch alle anderen Hersteller. Also ich bin da mittlerweile wirklich auf diesem Trip, auch okay, Resin, auch das ist vom Guss her nicht schlecht, gefällt mir sehr gut. Und da muss ich eben auch sagen, ich bin da mittlerweile auf diesem Trip oder auf diesem Thema, dass ich sage, ich möchte die Hersteller einfach unterstützen. Denn was bringt es mir, ein tolles Spielsystem zu haben, wenn das Spiel dann in ein paar Jahren wieder weg ist, weil sich keiner die Figuren kauft? Natürlich klar, was ich jetzt dann nicht sage und auch selbst nicht wirklich machen würde, wäre jetzt, dass wenn jetzt jemand, keine Ahnung, bereits, sagen wir, Chaoskrieger hat und diese dann als Northern Alliance spielen möchte oder als Varangard, glaube ich, heißen sie, so quasi eine böse Variante der Northern Alliance, dann muss er hier nicht eine komplett neue Armee aufbauen. Das ist natürlich auch irgendwie klar. Dann kann man das schon verwenden. Oder auch, wenn ich selbst habe zum Beispiel bei Warhammer Fantasy damals Hofkönige von Khemri gespielt. Auch dort gleiches Thema. Das sage ich jetzt nicht, nur weil ich jetzt eventuell Empire of Dust anfangen möchte bei
ging so vor, dass ich deswegen eine komplette neue Figurensammlung aufbaue, mir komplett neue Figuren kaufe, sondern dann nehme ich auch meine Gruftkönige zum Beispiel her und verwende diese. Oder, wobei ich dort natürlich dann auch sagen muss, bevor ich das mache, gehe ich wahrscheinlich eher den Weg, dass ich dann etwas anderes spiele. Also bevor ich dann sage, okay, jetzt spiele ich hier dann vielleicht Gruftkönige als zweite Armee oder als dritte Armee, würde ich wahrscheinlich hergehen und eher sagen, dass ich mir vielleicht dann eine zweite Armee von Mantic kaufen würde. Zum Beispiel, ich habe ja hier diese Armee der Northern Alliance damals angefangen über die 2-Spieler Starterbox. Ich werde euch das Video dazu auch nochmal verlinken, hier in der Infokarte irgendwo, dass ihr euch das auch noch anschauen könnt, falls euch das interessiert. Und damit habe ich eigentlich angefangen und dort sind ja als zweite Armee noch die Nightstalker dabei und die habe ich noch gar nicht angerührt. Und das wäre zum Beispiel für mich dann auch eher die Option, dass ich sage, okay, ich hole mir zusätzlich zu den Nightstalkern aus der 2-Spieler Starterbox noch eine Mega Army Box zum Beispiel dazu und bin dann schon auf einem guten Weg für 2000 Punkte Nightstalker, anstelle jetzt meine Gruftkönige zu spielen. Ja, was haltet ihr von der Thematik? Würde mich mal interessieren. Gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Kauft ihr auch bei Herstellern ein, dessen Spielsysteme ihr spielt, auch wenn euch die Figuren nicht so sehr gefallen? Oder geht ihr doch eher nach dem Aussehen? Alles dazu bitte gerne in die Kommentare. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.